Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch einen weiteren Taschenfüllfederhalter vorstellen. Wer meine Videos kennt, hat gesehen, dass ich in letzter Zeit so den einen oder anderen Füllfederhalter, den man als Taschenfüllfederhalter bezeichnet, vorgestellt habe. Und zwar möchte ich euch heute hier vorstellen den Pilot Birdie. Der ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen und ich möchte euch was zur Firma Pilot sagen, möchte euch natürlich dann den Füllfederhalter beschreiben. Dann machen wir Maße und Gewicht. Dann sage ich euch, dann machen wir erst einen Schreibtest und dann sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Pilot Birdie. Und zum Schluss ziehen wir immer ein kurzes Resümee. Ich sage euch, was ihr dafür ausgeben müsst und wo ihr ihn vielleicht noch finden könnt und ob es sich lohnt, den zu kaufen. Dann geht es jetzt hier los bei Ink Up Your Pen. Ja, so sieht er aus, der Pilot Birdie als Pocket Pen. Wenn ihr jetzt hier den so in meiner Hand seht, oder meine Hände so daneben seht, dann wisst ihr, wie klein dieser Füllfederhalter ist. Und ja, ich habe ihn bei eBay Kleinanzeigen gefunden und ich fand ihn recht außergewöhnlich. Und was mir besonders gut gefallen hat, zeige ich euch nachher noch, der hat eine B-Feder. Das konnte ich auf den Fotos schon sehen. Und ich finde immer japanische oder auch chinesische Füllfederhalter, wenn da schon mal eine breite Feder angeboten wird, dann muss man da irgendwie zuschlagen, finde ich. Ja, also erstmal zur Firma Pilot, ist ein japanischer Hersteller, hier seht ihr das auch, hier steht es auf dem Clip drauf. Ist ein japanischer Hersteller, 1918 gegründet als Namiki Manufacturing Company und ab 1938 wurde die Firma dann umbenannt in Pilot Pen Company Limited. Und noch einmal wurde sie 1989 umbenannt in den heute noch gültigen Namen in Pilot Corporation. Und ja, dieser Füllfederhalter ist wie gesagt ein Taschenfüllfederhalter aus den 80er Jahren. Das heißt also, er ist so in diesen Namenswechsel vielleicht noch mit hineingekommen. Ist ein ganz schmaler Füllfederhalter. Ich sage es euch nachher nochmal beim Griffstück, das ist nur 7,5 mm im Durchmesser und auch so seht ihr das hier, glaube ich, ganz gut. Das ist wirklich ein kleiner, schmaler Füllfederhalter, ganz in Metall gehalten. Hier hinten finde ich ganz interessant, da steckt man die Kappe auf, erinnert so ein bisschen an den Parker 25, ich glaube Flighter heißt der. Der hat einen ähnlichen Schaft, der ähnlich gefertigt ist, wo man dann hinten die Kappe aufstecken kann. Das Ganze ist hier Metall gebürstet, sieht sehr gut aus, finde ich, sieht sehr edel aus, hat auch wenig Gebrauchsspuren. Ich muss das hier nochmal ein bisschen anders mit dem Fokus machen, dann seht ihr das auch nochmal ein bisschen besser. Dann kann ich mal ein bisschen näher rangehen, hoppla. Also hier oben fangen wir mal damit an. Mit dem Clip. Clip sehr, sehr funktional, muss ich sagen. Also wirklich sehr gut. Pilot steht drauf. Ist hier irgendwie, ja, wie angelötet, sag ich mal. Kappe mit einer schwarzen Kunststoffabdeckung versehen. Ansonsten, wie gesagt, alles hier, so kann man es gleich ganz gut sehen. Dieses gebürstete Metall und alles sehr funktional. Ja, nehmen wir die Kappe mal ab. Können wir auch mal reinschauen. Da muss ich mal kurz eine Lampe holen. So, dann haben wir hier nochmal, ja, hier noch so eine kleine Führung innen drin mit einer Innenkappe aus Kunststoff. Könnt ihr da auch ganz gut sehen. Und oben seht ihr auch dann den Kappenkopf. Recht leicht, aber doch in Metall gefertigt. Ist eine Steckkappe, wie ihr hier gesehen habt. Aber die hält auch sehr gut und schließt auch mit so einem leichten, na, nicht klicken, aber wenn das dann hier auf diesen Ring trifft, das sitzt schon fest, also da braucht ihr auch keine Angst haben, dass ihr die irgendwie mal verlieren könnt. Ja, dann schauen wir uns mal hier die Feder an. Die ist, da müssen wir noch mal ein bisschen weiter reingehen, damit wir das noch besser sehen kann. So. Und das hat mich auch sehr angesprochen. Die ist also hier gebrandet mit Pilot und dann dem B. Und ja, da habe ich mir gedacht, eine breite Feder von Pilot, die muss man sich holen. Was ich auch sehr schön finde, ist hier dieser Tintenleiter.
Der ist so ein bisschen durchsichtig gearbeitet, ist jetzt natürlich über die Jahre etwas eingefärbt, aber hier sieht man es noch so ein bisschen, ist so ein transparenter Kunststoff. Da sieht man natürlich dann auch ein bisschen die Farbe. Ja, dann hier wieder ein bisschen zurückstellen. So, Griffstück seht ihr hier ganz gut, ist aus Kunststoff, absolut griffig. Ist natürlich so, wenn ich ihn so halte, ein bisschen klein, würde aber auch gerade so noch gehen, sage ich mal. Aber man benutzt den eben hier dann aufgesteckt und dann seht ihr schon, dann hat er auch eine vernünftige Größe. Obwohl das Griffstück sehr schmal ist, muss ich sagen, es liegt super in der Hand, es ist absolut griffig, habt damit keine Schwierigkeiten. Okay, ja, so viel zur Feder und zum Griffstück. Ja, wie gesagt, da alles aus Kunststoff. Die Feder erinnert so ein bisschen an eine Lamy-Feder, wenn ihr euch das so anschaut. Ja, und dann schrauben wir hier mal auf. Konverter war mit dabei. Da seht ihr es schon, ist so ein Quetschkonverter. Hier können wir noch mal ein bisschen stärker reingehen, dann kann man das auch besser sehen. Hier auch noch mal gebrandet, Pilot Made in Japan, da könnt ihr das lesen. Also auch der Originalkonverter mit dabei. Und ja, habe ich dann einmal gereinigt, mehr habe ich mit dem nicht gemacht und habe den auch hier schon mit Tinte befüllt. Das ist Diamine Oxblood, habe ich hier benutzt und deswegen will ich da auch gar nicht hier weiter irgendwelche Dinge betätigen. Ja, ließ sich auch ganz gut reinigen zur Vorbereitung. Das war alles gar kein Problem. Ja, dann schauen wir uns hier nochmal den Schaft an sich an. Hier oben gebrandet, beziehungsweise nochmal Japan drauf auf dem Kunststoff-Abschlussstück hier oben am Schaft. Können wir auch noch hier mal einen Blick reinwerfen. Da seht ihr auch wieder den Kunststoffabschluss, alles in Metall gefertigt. Ja, sehr gut verarbeitet. Natürlich hier wieder mein üblicher Hinweis, Metallgewinde auf Kunststoffgewinde. Aber wie gesagt, der Füllfederhalter ist aus den 80er Jahren. Der hat bis jetzt gut gehalten und warum sollte der dann nicht weiterhin gut halten? Okay, so viel zur Beschreibung. Also ein schöner kleiner Füllfederhalter. Dann kommen wir gleich mal zu Maßen und zum Gewicht. Ich habe den jetzt hier mit Tinte befüllt, mit der Diamine Oxblood. Und mit dem Konverter, mit der Tinte, bringt er 12,9 Gramm auf die Waage. Wer meine anderen Videos von den Taschenfüllfederhaltern kennt, wird sehen, dass das ein oder andere Exemplar gerade bei den chinesischen ein bisschen schwerer ist, aber durchaus auch, ich sag mal, japanischer Oto, beziehungsweise auch der Kaweco, den ich hier mit in meinen Videos habe, schaut es euch an. Das ist so eine Liga, sage ich mal. Im geschlossenen Zustand, so wie ich ihn jetzt hier vor euch hinhalte, da misst er 11,2 cm. Da ist er ein bisschen größer als die anderen Pocket Pens, die ich euch bisher vorgestellt habe. Die sind so alle um die 10 oder knapp drunter. Also der ist ein wenig größer, aber dafür auch deutlich schlanker. Also der ist selbst schlanker als der Oto und insofern könnte der für den einen oder anderen natürlich deswegen interessant sein, weil man ihn dann vielleicht leichter und besser verstauen kann in irgendeinem Notizbuch, was man dann mit sich führt und da passt er dann vielleicht besser rein und trägt weniger auf. Naja, müssen wir uns mal dann auch anschauen. Okay, dann, wenn wir die Kappe abziehen, dann wird er, also für mich ist er zum Schreiben dann zu klein, aber ohne Kappe misst er 10,8 cm. Aber er ist super bequem, wenn ich hier die Kappe aufstecke und ihr seht, die hält auch super fest. Da gibt es keine Einschränkung und den muss man auch, wie bei den Taschenfüllfederhalter halt üblich, aufgesteckt benutzen. Da seht ihr das auch hier in meiner recht großen Hand. Das passt sehr gut, dann misst er 13,3 cm. Okay, so viel zur Beschreibung des Füllfederhalters und zu Maßen und zum Gewicht. Und nachdem ich das hier wieder ein bisschen scharf gestellt habe, kommen wir als nächstes zum Schreibtest. Der Schreibtest. Wir haben heute hier vor uns den Pilot Birdie. Der hat, wie ihr hier schon sehen könnt, eine B-Feder. Natürlich aus Stahl.
macht ein schönes Schriftbild, kann man schon durchaus sagen, und bringt auch ordentlich Tinte aufs Papier. So, Tinte, da sind wir gleich beim Thema, ist Diamine, Oxblood. Und Papier ist wie immer Clairefontaine. DCP 160 Gramm. Okay, dann könnt ihr jetzt mal hören, wie hier die Feder, die B-Feder des Pilot Birdie über das Papier gleitet. Also ich muss sagen, das klingt super angenehm, ihr habt es gehört. Das schreibt sich fantastisch. Ich habe auch kein Problem mit diesem wirklich, wirklich sehr schmalen Griffstück. Ich sage es nochmal, 7,5 mm sind das nur, aber das ist super griffig. Also der liegt klasse in der Hand. Normalerweise gar nicht so meins mit diesen schmalen Teilen, aber irgendwie hat er mich angesprochen und ich muss sagen, zu Recht. Jetzt haben wir einen Moment offen gelassen, dann schauen wir mal, ob er gleich da ist und wie es mit dem schnellen Schreiben ist. Ja, sofort da. Ja, ihr seht auch hier, Tintenfluss kommt jederzeit mit, gibt es kein Problem, haben wir keine Schwierigkeiten. Versuchen wir mal verkehrt herum zu schreiben. Das klingt nicht so toll. Oh, das klingt fast, als wollte das hier den Span vom Papier abheben. Ja, das klingt ganz furchtbar. Also da sind wir dann so bei, ich sag mal, fein. Ist nicht wirklich schön. Macht keinen Spaß. Dann schauen wir mal, ob die Feder auch noch ein bisschen Variation aufs Papier bringt. Ja, so ein bisschen Variation kann ich hier erkennen. Und ansonsten hier nochmal der Tintenfluss. Ja, ist ordentlich. Kann man nicht meckern. Ja, so viel zum Schreibtest des Pilot Birdie. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Pilot Birdie? Ich zeige ihn euch hier nochmal. Hier ist er. Also sehr gut gefällt mir die Feder. Ich muss sagen, die Feder klingt fantastisch. Ich liebe auch eine breite Feder. Das war für mich, hat für mich den Ausschlag gegeben, dass ich mir diesen Taschenfüllfederhalter hier hole. Und ich fand auch das Schriftbild, ihr habt es gesehen, ich zeige es euch hier nochmal, fand ich toll. Oder finde ich toll. Sieht sehr gut aus. Die B-Feder bildet sich auch hier auf dem Papier ab. Man hat nicht den Eindruck, dass es eine schmalere Feder ist, wie man das ja öfter mal hat. Man sagt, okay, japanische B ist wie europäische M. Kann ich hier nicht sagen. Finde, ist ein schönes Schriftbild. Passt wunderbar. Das klingt gut, die Feder, wenn sie übers Papier gleitet. Stahlfeder, super Klang, super Schreibeigenschaften, angenehmes Schreiben. Der Clip sehr funktional, Konverter ist dabei, Griffstück, obwohl sehr schmal, aber absolut griffig. Ich kann es euch hier nochmal zeigen. Wenn ich den so in der Hand nehme, es ist wirklich ein ganz schlanker Füllfederhalter. Ich drehe den mal hier so ein bisschen, dass ihr das so sehen könnt. Aber der hält sich so gut, ist wirklich, wirklich toll, muss ich sagen. Kappe postet sehr sicher, sage ich mal. Ich hatte ja auch schon den Mayon, wo ich gesagt habe, naja, das ist ein bisschen locker, wenn man die Kappe da aufsteckt. Könnt ihr euch mal ein Video mal anschauen dazu. Aber hier alles perfekt gearbeitet. Ja, die wissen einfach, Pilot hat einfach Ahnung vom Füllfederhalter herstellen und es ist einfach ein gelungener Taschenfüllfederhalter. Was gefällt mir weniger? Eigentlich gefällt mir oder fällt mir dazu gar nichts ein, was mir weniger gefällt am Pilot Birdie.
Einziger Kritikpunkt, den man vielleicht äußern könnte, wäre, dass er halt sehr schmal ist. Aber wie gesagt, das ist ein Taschenfüllfederhalter. Der soll klein und schmal sein, damit man ihn wirklich überall mitnehmen kann. Insofern würde ich das nicht gelten lassen, sage ich mal, als negativen Punkt. Also mir ist nichts Negatives eingefallen oder aufgefallen. Ich finde, es ist ein fantastischer Füllfederhalter und deswegen ist auch meine Antwort, würde ich mir wieder kaufen, ganz schnell gegeben. Auf jeden Fall würde ich mir wieder kaufen. Ich habe den für 10 Euro bei eBay Kleinanzeigen bekommen. Mit einer B-Feder, die ist sowieso etwas Seltenes bei diesem Birdie. Würde ich auf jeden Fall machen. Also haltet die Augen offen, schaut bei eBay Kleinanzeigen. Bei Pilot selber bekommt ihr den nicht mehr. Wie gesagt, der ist aus den 80er Jahren. Ihr müsst ihn Secondhand kaufen, eBay Kleinanzeigen. Also heißen ja nicht mehr eBay Kleinanzeigen, heißen nur noch Kleinanzeigen. Aber ich sag's halt so nochmal dazu, damit ihr wisst, von welchen Kleinanzeigen ich rede. Ja, so viel zum Pilot Birdie. Ich finde es ein fantastischer Füllfederhalter. Wie seht ihr das? Habt ihr Erfahrung damit? Habt ihr den vielleicht auch mit einer B-Feder oder vielleicht noch mit was ganz Speziellem an Feder? Pilot bietet ja eine riesen Variationsbreite an Federn an. Vielleicht habt ihr noch was ganz anderes. Teilt es mir in den Kommentaren mit. Ich würde mich freuen, wenn ihr mein Video liked, wenn ihr meinen Kanal abonniert und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.